Du willst alle 7 Chakren und vielleicht darüber hinaus öffnen. In diesem Video werde ich genau darauf eingehen und ich werde dir eine Technik vorstellen, die du vielleicht noch nie gehört hast, mit der du das Ganze machen kannst. Wenn du dieses Video zu Ende gesehen hast, und es ist wichtig, das Video komplett zu Ende zu sehen, weil ich stelle dort eine Aufbauphasen vor, dann wirst du diese Technik kennenlernen und du wirst unmittelbar nach dem Video die Technik probieren und du wirst sofort merken, wie sie funktioniert. Also lass dich überraschen. Also dieses Video hat natürlich nicht nur den Schwerpunkt, deine Chakren zu öffnen, sondern es hat 3 Schwerpunkte. Wenn du das Video zu Ende ansiehst, dann wirst du 3 Sachen lernen. Erstens, du wirst auf der einen Seite deine ganzen Chakren öffnen. Du wirst sie aktivieren, reinigen und erden. Und du wirst lernen, wie du sie jeden Tag innerhalb von ein paar Sekunden öffnest, reinigst und aktivierst und erdest. Ja? Dann werde ich dir eine Methode zeigen, wie du einen göttlichen Schutz aufbaust, also wo du ein Schutzfeld entwickelst, was dich schützt in deiner eigenen Einheit, was die, man könnte sagen, morphischen Felder, Kollektivfelder, das Außen, das Ganze, was gerade politisch abläuft, was dich komplett schützt und dein Bewusstsein bei dir hält. Und wenn draußen energetisch irgendwas sich nicht gut anfühlt, dass es nicht mehr zu dir reinkommen kann, das wirst du lernen mit dieser Methode. Dann wirst du deine ganzen Kinese-Fähigkeiten, also Telekinese, Telepathie, Aerokinese und alles, was dazugehört, aktivieren können damit und auf jeden Fall krass verbessern können, falls du es schon nutzt. Und dann natürlich das, was meine Zielgruppe hier auf YouTube am meisten interessiert, sehr einfach außerkörperliche Erfahrungen, luzide Träume und so weiter indizieren können. Ja. Bevor wir gleich in die Technik reinspringen, also es wird nicht lang dauern, werde ich dir nur kurz ein paar Vorteile aufzählen, wenn du da die Technik, die ich dir gleich vorstelle, regelmäßig nutzt, was sich bei dir verändert in deinem Leben. Erstens, dein Empathievermögen, da gibt es schon Forschungen und Studien drüber, also es geht ja auch viel in diesem Video um das Thema Visualisierung, ja? Wie du deine Visualisierung von hier auf ein ganz anderes Level und Niveau hebst. Ja? Wenn du das gemacht hast und das koppelst mit den 4 Sachen, die ich vorhin erwähnt habe, dann eben dein Empathievermögen wird sich auf ein ganz neues Level heben, deine Entspannung wird immer besser und intensiver werden, deine Zufriedenheit, deine Lernfähigkeit, ich habe hier mein iPad, wo ich das Ganze ablese, Papier sparen, deine Lernfähigkeit wird besser, deine Kreativität wird besser, deine allgemeine Meditationsfähigkeit, wie schnell du in die Tiefe kommst und dein Bewusstsein erweitern kannst und vom Körper loslassen kannst, wird sich massiv verbessern. Dann dein energetischer Schutz zwischen der Außenwelt und deiner inneren Welt wird sehr, sehr stark sein und deiner Mitmenschen. Dann intensivere und schärfere und klarere Träume, was auch dazu führt, dass du von selbst einfach öfter bewusst wirst und luzid wirst in deinen Traum, weil deine Visualisierungsfähigkeit in Kombination mit deinen Chakren viel besser gestiegen ist. Übrigens ist das Ganze auch so, dass wir diese Chakrensysteme haben, die sind ja so wie ein Regenbogen. Ja? Und dieser Regenbogen, das höhere Selbst hat auch diese Chakren und die leuchten halt in einer höheren Schwingung. Aber die Brücke zwischen deinem Selbst, dem menschlichen Selbst und dem höheren Selbst sind nämlich genau diese Chakren und die müssen miteinander verschränkt werden und so gelangst du in ein höheres Bewusstsein. Das ist so das primäre Ziel dieser Technik, die ich dir hier gleich am Ende des Videos vorstelle. Das heißt, deine Chakren so zu aktivieren und mit einer Methode, die ich dir vorstelle, die Chakren mit deinem höheren Selbst zu vereinen, zu verschmelzen und dein Bewusstsein damit zu erheben, auf ein neues Level zu heben. Ja, also du wirst dann leichter luzide Träume einleiten können, du wirst leichter außerkörperliche Erfahrungen einleiten können. Zugang zu deiner Intuition wirst du auf ein ganz neues Level heben. Und warum Intuition? Weil, wie ich schon erwähnt habe, dein höheres Selbst kommuniziert die ganze Zeit mit dir durch deine Träume, durch Impulse, Intuition, Bauchgefühl, durch Visionen, durch deine Fantasie, Gefühle und Co. Und je öfter, wie besser du das connected hast und je besser du diese Technik nutzt, desto klarer werden die Botschaften, desto intensiver wird dein Bauchgefühl, deine Intuition. Du kannst dich sozusagen in deiner göttlichen Führung von deinem höheren Selbst wieder vereinen und das sozusagen zur gesamten Einheit dazugehören, weil jetzt sind wir doch sehr, sehr gespalten, wenn wir uns ansehen, was auf diesem Planeten gerade vorgeht. Ne? Dann wirst du deine Chakren, das wirst du am Ende des Videos lernen, wie du deine Chakren ganz einfach binnen paar Sekunden aktivierst, öffnest und reinigst und dein Schutzschild aufbaust. Das gehen wir alles durch. Gut,
starten wir am besten direkt, ohne also auch viel um den heißen Brei herumzureden, mit der Methode. Und diese Methode beruht auf 3 Stufen, die aufeinander aufbauend sind. Ja. Erste Stufe ist, dass du deine Visualisierungsfähigkeit auf ein ganz, ganz hohes Level anhebst. Ja. Dazu gleich die Methode. Habe sogar ein eigenes Video gemacht mit einer 30-minütigen, also es dauert 30 Minuten, wo ich dir eine Deep-Methode vorstelle. Findest du auf meinem Brainwave 3D-Kanal. Ich blende es dir vielleicht hier irgendwo ein. Da findest du auf jeden Fall das Video. Da gehe ich jetzt sehr, sehr tief auf die Visualisierung ein, also wie du sie trainieren kannst. Dann, wie du deine Chakren öffnest und diesen Zustand verankerst, damit sie offen sind. Und dann eine tägliche Blitzroutine in Kombination mit diesen 2 Techniken, die das Ganze dann verstärken. Die Technik folgt sozusagen dann am Ende des Videos. Ja? Und das dauert 1 bis 3 Minuten, die du täglich machst in deiner Rotation, entweder direkt vorm Schlafengehen, Aufstehen oder wenn du am Klo bist und das immer wieder machst, dann wirst du merken, wie dein Bewusstsein jeden Tag sich anhebt. Gut. Also, diese 3 Stufen, die ich dir uns gleich vorstellen werde, beruhen auf der neuen GT 2, die ich heute veröffentlicht habe. Die habe ich komplett neu gemacht, also das ist keine große Schleichwerbung, sondern ich sage es einfach nur für diejenigen, die sagen, boah, ich möchte die Technik nutzen, aber kannst du mir dazu eine geführte Meditation machen oder eine Hypnose, wo man das richtig krass trainiert? Ja, das ist halt das neue G2. Also du kannst diese Technik, die ich dir gleich vorstelle, einfach so nutzen, für den Fall, dass du sagst, ja, ich möchte das trainieren und üben, oder du holst einfach die geführte Meditation und dann ziehst du das dir einfach durch und dann trainierst du das einfach noch intensiver. Ja. Aber unabhängig davon kommen wir jetzt zur Technik. Wie ich schon erwähnt habe, wenn wir uns einen Regenbogen ansehen, der Regenbogen hat ja diese verschiedenen Farben, also von Rot bis zu den höheren Farben, wie die Chakrenfarben halt auch sind. Ne? Und das höhere Selbst hat ja auch diese Farben und das Ziel ist, dass wir diese so aktivieren, dass wir die miteinander verschmelzen können, dass die Schwingung, die das höhere Selbst erzeugt mit seinen Farben und die Schwingung, die wir als Mensch erzeugen, dass wir die zum Vibrieren bringen und dass wir diese vereinen können und dann eins damit werden. So, wie geht das? Wie funktioniert das Ganze? Also das Ganze funktioniert damit, dass wir als erstes Base, als Fundament, die Visualisierung auf ein neues Level erheben. Ja? Dazu erzähle ich dir mal eine kurze Technik, wie gesagt, die lange Technik mit der intensiven, wie es richtig krass funktioniert, habe ich im anderen Video, das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Ja? Also du setzt dich hin in deiner Meditationshaltung, im Wohnzimmer am besten, und du holst dir eine Rotation, das heißt, eine Rotation baust du dir auf, die dauert 3 Minuten, eine 3-Minuten-Sequenz. Und in dieser 3-Minuten-Sequenz stehst du auf und du blickst dir den Raum ganz detailliert an. Ja? Die erste Hälfte der Zeit blickst du dir das Ganze im Überblick an und die zweite Hälfte blickst du dir das Ganze im Detail an. Also du schaust dir die Pflanze ganz detailliert an und so weiter. Dann stehst du auf und gehst du zu deiner ersten Sequenz. Das heißt, was sind Sequenzen? Das sind Szenen, die du dir erlebst, wo du Visualisierung koppelst mit Emotionen, mit Gefühlen, ja? Mit allen Sinnen wahrnehmen. Ja? Also du gehst zum Beispiel jetzt zu einer Blume und du streichelst diese Blume, fühlst sie ganz detailliert, schaust dir alles ganz genau an, von allen Positionen. Dann stehst du auf, blickst zur nächsten Position, das kann zum Beispiel ein Flauschteppich sein, gehst zu diesem Teppich, streichelst ihn, fühlst ihn und so weiter. Dann stehst du auf, blickst zu deiner nächsten Position, das kann zum Beispiel eine weiße Wand sein mit einem Muster drin und das fühlst du und greifst einfach an. Dann blickst du zum Beispiel zum Kühlschrank, also in die Küche rein, gehst zu deinem Kühlschrank, machst deine Kühlschranktür auf, machst sie auf, fühlst den Druck, machst sie wieder zu. Machst sie wieder auf und dann ist es natürlich noch schwieriger, weil die Tür gerade zugegangen ist durch den Druck. Und das machst du 3-mal. Dann gehst du zum Beispiel ins Badezimmer. Im Badezimmer ist es ganz wichtig, dass du im Badezimmer dich vorm Spiegel stellst und dort putzt du deine Zähne. Dann hast du richtig krasse Gefühle, Emotionen, Kinästhetik und so weiter. Dann, nachdem du Zähne geputzt hast, nächste Szene ist, du wäschst deine Hände mit Seife. Das ist sehr intensiv und sehr detailliert. Blickst dir alles an und du meditierst, idealerweise meditierst du, bevor du diese Rotation machst, meditierst du 20 Minuten vorher, dass du in einer Trance kommst, in einen sehr achtsamen Modus und alles in Zeitlupe machst. Also nicht denken dabei, vielleicht mehrmals das Codewort Blue dabei sagen, ja. Und dann sehr, sehr tief mit der Szene, mit dem Augenblick verschmelzen, ja.
dann deine Hände abtrocknen und dann stellst du dich zum Spiegel und blickst dir in die Augen. Das machst du länger. Das ist nämlich ganz wichtig, weil ich bin nämlich gerade dabei, ein Bundle zu erstellen, wo ich dir eine Hypnoseinduktion gebe für außerkörperliche Erfahrungen und 10 Frequenzen mit 10 jeweiligen Techniken, wo jede Technik anders ist, aber wo alle Techniken auf diesen neuen G2 bzw. auf diese Technik dann aufbauen, wo die Visualisierungsfähigkeit massiv gesteigert wird. Und in diesen Szenen geht es immer darum, dass du dann zum Spiegel gehst und dich im Spiegel anblickst, weil irgendwann wirst du außerkörperlich im Spiegel sein und du wirst dir denken, boah krass, was ist denn jetzt los? Und dann wirst du merken, boah, ich bin gar nicht in meiner Visualisierung drin, ich bin schon außerkörperlich und stehe gerade im Badezimmer und blicke mich gerade an. Krass. Und deswegen ist das wichtig in der Rotation mit einzubauen. Und das wird übrigens bald kommen. Ich bin gerade dran. Ich habe schon alle 10 fertig. Ich mache nur noch die Grundhypnose-Induktion, also die neue geführte Astralreisen-Frequenz mit einer Condition dazu. Gut, dann gehst du zum Beispiel ins Schlafzimmer und räumst dein ganzes Gewand aus, legst alles aufs Bett und räumst es wieder ein. Also einfach verschiedene Dinge, wo du sagst, du verlierst dich mit den Sequenzen. Und dann gehst du nochmal ins Zimmer. Also zum Wohnzimmer, in deine Meditationshaltung, zu deiner Ausgangslage. Blickst dir nochmal alles an, machst deine Augen zu und meditierst wieder. Und dann, falls du willst, kannst du das Ganze nochmal verstärken, weil es gibt Studien haben herausgefunden, die Visualisierungsfähigkeit wird viel besser, das hat auch das Michael Newton Institut herausgefunden. Die machen ja Rückführungen nicht in zwischen den Leben, sondern in den Leben zwischen den Leben und die haben herausgefunden, wenn du vorher intensiv meditiert hast, wenn du vorher intensiv eine Visualisierung gemacht hast, wo du alles koppelst, Gefühle, Emotionen, genauso wie ich es dir gerade erklärt habe, dann wirst du damit in eine so tiefe Trance hineinkommen, also in tiefe Theta-Wellen, Delta-Wellen, dass du auf der einen Seite sehr leicht luzid werden kannst, auf der anderen Seite außerkörperlich auch, aber auf der anderen Seite kannst du sehr leicht in Trance damit gehen und in die Leben zwischen den Leben gehen. Und das ist sozusagen das ganze Ziel des Gate-Programms, ja. Gut, das machst du in der ersten Phase. Übrigens nicht schrecken, wir werden gleich in die Chakra-Meditation hineinkommen. Das ist nur die Grundlage für die Chakren-Technik, die ich dir gleich vorstelle. Ja. Also, du meditierst, dann holst du dir bei Amazon oder irgendwo im Internet Farbbrillen. Es gibt so Brillen, die haben die ganzen Chakrenfarben. Und dann machst du deine ganze 3-minütige Sequenz, also das erste Mal, wenn du es normal machst, kannst du es ruhig lang machen, so 20 Minuten, sehr detailliert. Und dann machst du es einmal normal in 3 Minuten und dann machst du es einmal in den Chakrenfarben. Du fängst rot bei rot an und arbeitest dich dann nach oben und gehst in 3 Minuten deine ganze Sequenz durch. Ja? Und dann die nächste Farbe und dann gehst du nochmal alles durch und dann die nächste Farbe und dann machst du nochmal deine Augen zu und dann stellst du dir einfach nochmal vor, wie du deine Sequenz in 3 Minuten durchgehst und du wirst sofort merken, wie deine Vorstellungskraft auf ein ganz hohes Level gekommen ist. Dann kannst du sogar das Ganze nochmal durchgehen, echt, und dann machst du nochmal die Augen zu und dann stellst du es dir nochmal vor, wie du diese Rotation durchmachst. Auf der einen Seite praktizierst du dabei Dissoziation, also indem du dir vorstellst, du machst das, und auf der anderen Seite, indem du es auch echt machst. Plus die Farben intensivieren deine Vorstellungskraft, wobei es sein kann, wenn du das öfter und länger gemacht hast, dass du einfach mal bei einer Vorstellung auf einmal außerkörperlich irgendwo stehst bei einer Sequenz und dann kommst du drauf, bam, mein Körper sitzt gerade da und meditiert gerade und ich bin gerade hier in der Vorstellung, eigentlich bin ich schon außerkörperlich und das ist, also du disconnectest dich damit, ja, also das ist eine sehr, sehr krasse Technik. Für diejenigen, die sagen, ich interessiere mich für Astralreisen, kann man sehr einfach damit koppeln, ne? Darum auch mein Bundle, was ich dazu erstelle. Gut, wenn du das gemacht hast, gehst du deine Rotation durch, also in den Farben. Ich habe hier stehen, Augen schließen, dann vorstellen, dass du deine ganzen Farben durchgehst, das ganze Bild, Gefühl, Emotion, alles wird gekoppelt. Durchgehen. Wichtig ist, dass du als Geheimtipp nochmal, wenn du deine Rotation durchgehst, dass du ein Foto, also dein Handy mitnimmst und alles abfotografierst. Zack, 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 zack. Jede Szene, also vor einer Szene, zur nächsten Bild und so weiter. Aber wenn du dann nochmal sagst, okay, jetzt mache ich die Augen zu und jetzt stelle ich mir alles vor, knallst du dein Handy raus und gehst einfach alles Bilder durch. Ja? Dann hast du nochmal wirklich die Referenzpunkte der Bilder, Handy weg, Flugmodus, Augen zu und dann gehst du einfach nochmal die Bilder, die du gerade gesehen hast und das, was du gerade echt erlebt hast, nochmal durch. Und das machst du immer wieder und damit erhöhst du massiv deine Fähigkeit des Visualisierens. Im G2 koppeln wir das nochmal ganz intensiv, wo ich eine eigene Frequenz erstellt habe, die 6,3 Hertz isochrone Töne, wo du Musik laufen lässt, in echt. Und in der Hypnose dann später kommt dieselbe Musik mit derselben Frequenz, wo du dann
eine Rückkopplung hast zwischen Musik, zwischen Frequenz, zwischen Sequenzen, zwischen Bildern, wo alles im Gehirn auf Basis von Referenzpunkten, die du echt erlebt hast, synchronisiert wird und das Ganze damit sozusagen vereinfacht wird, damit deine Vorstellungskraft ganz, ganz intensiv auf das Level gehoben wird. Dann kommen wir jetzt zur Chakra-Technik. Und zwar, ich habe hier stehen, teste diese Methode vor jeder Meditation. Du wirst einen gewaltigen Unterschied in der Meditation und im Wachbewusstsein merken. Vor allem, wenn du sie täglich und regelmäßig nutzt. Darum schau dir das Video zu Ende an. Am Schluss stelle ich dir eine Technik vor, wie du in ein paar Minuten, in maximal 3 Minuten deiner täglichen Zeit, das, was du hier gerade übst und trainiert hast, einfach aktivierst. Ja. Also, Chakren-Technik funktioniert so. Das ist so der Kern. Wichtig ist, dass du das Visualisieren vorher übst, ja, weil ich erkläre gleich warum, du wirst überrascht sein. Also, du meditierst erstmal ganz normal und gehst in so eine leichte Trance hinein. Wenn du in der leichten Trance bist, dann stell dir ein goldenes Ei vor, also stell dir vor, dass aus deinem Herzen heraus in so eine unendliche göttliche Liebe kommt und dass diese sich wie so ein Licht entfaltet und wie so ein Ei, was um dich herum ist, sich ausbreitet. Ja? Für diejenigen, die sich ein bisschen tiefer mit dem Thema Bewusstseinserweiterung beschäftigen, die wissen, dass dieses Ei tatsächlich um jeden herum ist, so dieser Donut, das Energiesystem von uns, das immer so fließt, wie so ein Donut. Und dass dieses Ei tatsächlich, dass wir uns nur in diesem Ei aufhalten und alles andere Illusionen sind. Und dieses Ei ist unser Energiesystem und das befreit dich auch aus der Matrix, aus dem eingespielten Matrix-System. Und weil dieses Ei hat Gitternetze und diese Zwischenräume zwischen diesen Gitternetzen und das ist der Ausgang aus dieser Matrix, aus diesem, nennen wir es mal, aus diesem Gefängnis. Ja. Und deswegen ist es gut, dass wir dieses Ei regelmäßig aufbauen und trainieren und verankern. Ich habe das in G2 mit dem Codewort SAFE und mit der Visualisierung dieses goldenen Eis verankert im Unterbewusstsein, damit wir ganz einfach mit einem Codewort, mit einer Vorstellung sofort das Ei aktivieren und dass es dann da ist. Weil dieses Ei ist ja sozusagen auch wirklich da, das kann man ja sogar messen mit Geräten, wo man das sogar sieht, wie dieses Energiesystem von hier weggeht und so diesen Donut erzeugt. Und das kann man ja wirklich sehen und da es ja echt existiert, mit Geräten ja schon sichtbar gemacht wurde, können wir uns durch die Vorstellung das einfach nochmal unser Bewusstsein koppeln mit dem, was tatsächlich vorhanden ist. Und wenn wir jetzt dann das Ganze gemacht haben, sagst du mehrmals das Codewort SAFE, damit das Unterbewusstsein weiß, dass du jetzt geschützt bist, dass das Ei aktiv ist, ja, dass es sozusagen nicht in der Plasmadimension oder in einer anderen Realität ist, sondern dass du es in deine Realität holst, ja. Dann jetzt kommt der Trick, verändere die Farbe von diesem Ei in die jeweiligen Chakrenfarben. Und das ist die Brücke, wie du dich connectest mit dem Chakrensystem von deinem höheren Selbst, wie das vereinigt wird. Das habe ich herausgefunden durch ein Channeling. Also, du stellst dir das Ei vor, meditierst, sagst das Codewort SAFE und dann stellst du dir vor, wie dieses Ei, also du gehst zuerst, fokussierst du dein Bewusstsein, deine Aufmerksamkeit auf dein unteres Wurzelchakra, gehst vielleicht die ganzen Sachen durch, wofür das Chakra zuständig ist. In G2 gehe ich sehr detailliert darauf ein, also habe ich eine geführte Meditation, wo wir die Chakren öffnen, reinigen, das integriert wird, aktiviert wird und so weiter und so weiter. Und dann leuchtet das Ei rot, also dein Wurzelchakra rot und dann dehnt sich diese Farbe so weit aus, du verschmilzt mit dieser Farbe und dein goldenes Ei wird auf einmal komplett zu rot. Und da ist es vielleicht empfehlenswert, dass du dir vorher die Farben einfach nochmal ansiehst, ja, ganz detailliert diese Farben ansiehst, dass du das dann auch gut vorstellen kannst. Und dann wird dein Bewusstsein eins mit dieser Farbe rot. Und dann aktivierst du damit dieses Wurzelchakra und baust diese Brücke auf zwischen dem menschlichen Energiesystem und zwischen dem höheren göttlichen Energiesystem, was auch in diese Farbe gekoppelt ist, und synchronisierst damit sozusagen diesen Donut mit der Frequenz von deinem höheren Bewusstseinsfeld. Ja? Und dann, jetzt kommt eine wichtige Sache, habe ich hier stehen, dann kann es sein, dass du in deinem Gehirn, also ich habe das immer, keine Ahnung, was bei dir auch ist, aber wenn du das gemacht hast und du siehst, dass die Farbe rot und du wirst eins mit der Farbe rot, dann kann es passieren, dass du in deinem Gehirn einen Klick hörst, so in deinem Gehirn, mitten in deinem Kopf, so Klick. Und das gehört das entweder ganz leise oder richtig laut, wo du dich vielleicht schreckst, was war das, wo du denkst, boah, was ist da irgendwas passiert, dann merkst du, wie dein Bewusstsein, das sind nämlich die 7 Stages, ich habe das Buch dazu geschrieben, die 7 Stages des Bewusstseins, dann aktivierst du den Stage 1. Und wenn du das öfter gemacht hast und trainiert hast, kannst du mit dieser Methode sofort alle 7
Stage 7 innerhalb von 10 Minuten. Und wenn du es öfter gemacht hast, innerhalb von 30 Sekunden, alle 7 Stages durch und du bist sofort in Stage 7 und bist sofort connected mit deinem höchsten Bewusstsein, kannst du damit indizieren. Also du stellst dir vor, dass das Ei rot wird, wartest, bis du dieses Klacks hörst. Falls nicht, ist nicht schlimm. Dann, wenn du merkst, okay, es kommt nichts, dann gehst du einfach zur nächsten Farbe rüber. Also bei mir ist halt immer, ich höre immer dann das Klacksen mitten im Kopf, so Klick. Dann weiß ich, okay, kann sofort starten mit dem nächsten Chakra. Also in dem Fall stelle ich mir dann vor, also lenke ich meine Aufmerksamkeit, meine Achtsamkeit in das nächste Chakra, in das Sakralchakra, stelle mir die Farbe Orange vor, verschmelze damit und dann wird das Ganze fängt zu leuchten an, dann wird dann dieses Energiesystem auch rot und deswegen weißt du jetzt, warum das so wichtig ist, dass du deine Visualisierungsfähigkeit massiv gesteigert hast und trainiert hast, weil damit kannst du dir das Ganze, was dir jetzt kommt, viel intensiver vorstellen und diese ganzen Farben werden sehr, sehr intensiv und dementsprechend wird die ganze Übung und die Technik sehr, sehr krass wirken. Dann wird das Ganze gelb und du wartest wieder auf das nächste Klacks und so gehst du dann all deine Chakren durch und du wirst da immer merken, wenn du das mit jeder Farbe machst und immer höher gehst, wirst du merken, wie dein Bewusstsein sich immer weiter ausdehnt und wie auf einmal dein höheres Selbst da ist, wie auf einmal dein höheres Selbst aktiv ist und du das höhere Selbst bist und dann blickst du dich selbst an von deinem höheren Selbst in deinem menschlichen Sein und denkst dir so, boah, ich bin hier und blicke in die Vergangenheit. Der Marco in der Vergangenheit, der gerade hier sitzt und meditiert, ist jetzt ich und ich bin der in der Zukunft mit einem höheren Bewusstsein und blickt sich selbst dabei gerade an. Also es wird ein sehr, sehr intensives Erlebnis werden. Das kannst du dir auf jeden Fall mal vorstellen, was dann abgeht, wenn du das öfter gemacht hast. Ja. Dann kannst du dabei, wenn alle Chakren offen sind, das Codewort Avatar sagen. Dann weiß das Bewusstsein, dass jetzt all deine Chakren aktiviert sind, geerdet und gereinigt sind. Auch wenn du das Gate 12 nicht gehört hast, wirkt das trotzdem einfach nur, damit du es rückkoppelst, damit du das immer wieder machst. Und dann kannst du dein Bewusstsein ausdehnen. Also es kann sein, dass du es beim ersten Mal hören nicht so krass erlebst, wie es ich erlebe. Aber ich trainiere es halt sehr intensiv. Vor allem jetzt bei der Erstellung bei G2 musste ich es mehrmals hören. Und da habe ich gemerkt, bei jedem Mal hören, das ist sehr, sehr krass geworden. Dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr intensiv werden. Ja. Dann stell dir vor, das Bewusstsein, dass sich das weiter ausdehnt, wie bei Gate 4, immer weiter ausdehnt. Übrigens nur für diejenigen, die fragen, wann kommen jetzt die MDR-Updates. Ja? Also Gate 2 ist heute erschienen, Gate 3 vermutlich nächsten Sonntag, Gate 4 die Woche am Sonntag drauf. 5 und 6 werde ich auch in einem Zug machen, das werde ich aber nicht öffentlich machen, das werde ich einfach nur so mit draufschießen mit Gate 3 vermutlich oder mit Gate 4 und Gate 14 ist auch schon fast fertig, also in den nächsten 2-3 Wochen ist Gate 2 bis Gate 6 plus Gate 14 das neue Akasha Chronicles online, ja. Ich kriege da sehr viele Nachrichten, warum stockt das Ganze. Ich habe, wie du jetzt schon in der Übung merkst, für das G2 sind die 3 Frequenzen, die dort zum Trainieren verwendet werden, sehr, sehr viel vorgearbeitet. Ich habe da ein eigenes Video dazu gemacht, das kannst du gerne irgendwo anschauen. Ich blende es dir hier irgendwo ein. Also das Ziel von der neuen MDR Gates ist, dass das Resultat, das Ergebnis sichtbar wird, dass es funktioniert, dass du merkst vorher und nachdem du es gehört hast, nachher, dass du einen unterschiedlichen Zustand in dein Bewusstsein plus in den Effekt des Gates merkst, ohne jeglichen Zweifel. Und deswegen habe ich da sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Ich habe da sogar eine Story auf Instagram vor kurzem gepostet, wo man mir zusehen konnte, wie das G2 aussieht, technisch. Da habe ich ziemlich viele krasse Kommentare bekommen. Danke dafür übrigens. Ich mache übrigens jeden Tag auf Instagram Buchempfehlungen in meinen Stories. Also falls du sagst, Marco, ich vermisse deine ganzen Buchempfehlungen, schau auf Instagram und folge mir dort. Ich mache da jeden Tag Stories von Buchtipps, die ich dir dort gebe, Buchempfehlungen, Buchzusammenfassungen und so weiter und natürlich andere bewusstseinserweiternde Themen. Hier auf YouTube mache ich jetzt nur noch ein Video pro Woche, dafür ein qualitativ hochwertiges, aber auf Instagram habe ich nur noch diesen Content, den ich früher so jeden Tag, also regelmäßig hier hatte, habe ich dann dort jetzt. Nur so für diejenigen, die sagen, die wollen mehr von mir lernen, dann folgt mir auf Instagram. Ja. Gut, dann kommen wir zur Blitz Rotation, wie du das ganz schnell aktivieren kannst. Und zwar Blitz Rotation funktioniert so, dass du vorm Schlafengehen, wenn du dich ins Bett legst, dass du deine Augen zumachst und dass du dir dann deine Rotation, die wir uns in der Visualisierung vorgestellt haben, einfach durchgehst. Ja? Durchgehst, deine Rotation machst, dann deine Augen zumachst, deine 3 Minuten Rotation vielleicht in 1 Minute, je nachdem wie schnell du das Ganze machst, durchgehst, damit trainierst du jeden Tag vorm Schlafengehen deine Visualisierungsfähigkeit
Und dann stellst du dir vor, das kannst du vormachen und nachher, wie dieses goldene Ei auftaucht und wie dann sozusagen deine Chakren, wie dieses Ei in den jeweiligen Farben ist. Dann aktivierst du deine Farben, koppelst das Ganze mit dem Codewort Safe und mit dem Codewort Avatar und fertig. Ja, und du wirst merken, wenn du das in der Früh machst, das dauert 1 bis 3 Minuten, und das vom Schlafengehen machst, das dauert 1 bis 3 Minuten. Es ist nicht viel Zeit deines Lebens. Bau dir nur in den Anker vom Nachtkasten, dass du weißt, hey, Übung, 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 kurz machen, das ist keine Kunst, ja. Das ist wirklich nicht viel, weil du legst sonst auch da und wartest, bis du eingeschlafen bist. Mach das doch einfach vorher, dann trainierst du jeden Tag deine Visualisierungsfähigkeit, öffnest jeden Tag und Nacht deine Chakren, erdest sie, reinigst sie, koppelst dich mit deinem höheren Bewusstsein, aktivierst deine Chakren und du kannst viel einfacher deine ganzen Vorteile, die ich am Anfang des Videos erwähnt habe, erleben. Also das ist ein massiver Anstieg, ja. Und später hilft es dir auf jeden Fall massiv, wenn ich dann das Bundle rausbringe für Astralreisen, wo die 10 jeweiligen Techniken vorgestellt werden, also wo man jede Technik machen kann. Man übt die Technik und sagt, boah, bei der Technik klappt es bei mir am besten. Dann trainiert man nur noch diese Technik. Und dann wirst du merken, wenn du das vorher trainiert hast, jeden Tag, also du brauchst da G2 gar nicht dazu, sondern einfach nur so üben, wie ich es dir erzählt habe, dann wirst du merken, damit katapultierst du deine Ergebnisse von diesem Level auf diesen Level. Und das ist ja meine Aufgabe als jemand, der sich mit dem Thema Bewusstseinserweiterung beschäftigt und vor allem Spezialgebiet außerkörperliche Erfahrung, luzide Träume und Seelenreisen und erweiterte Bewusstseinszustände, dass ich dir etwas Handfestes an die Hand gebe, was du üben kannst und wo du Ergebnisse siehst und produzierst. Ja? Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass du das erlebst und produzierst. Mir ist jetzt wichtig, dass du das, was ich dir gerade erzählt habe, probierst. Oder vielleicht auch, wenn du sagst, dass G2 probierst und mir unter diesem Video ein Feedback schreibst, was du davon sagst, wie es bei dir gewirkt hat, diese Übung und was bei dir in der Meditation bei rausgekommen ist. Ich empfehle dir auf jeden Fall, wenn du normal meditierst, vor jeder Meditation, wirklich vor jeder Meditation, dass du dir diesen göttlichen Schutz aufbaust, dass du dir dieses Ei vorstellst und bei der Vorstellung dieses Eis deine Codewörter Safe und Avatar jeden Tag trainierst, damit du mit einem Codewort, mit einer Visualisierung sofort deine Chakren öffnest, dich connectest mit deinem höheren Selbst, sofort zu deiner göttlichen Führung angekoppelt wirst und dann eins damit wirst. Gut. Wie gesagt, ich habe da noch ein anderes Video gemacht, wo ich sehr, sehr tief und detailliert auf die Techniken eingehe, noch erweiterte Methoden vorstelle, wie du es noch verintensivieren kannst. Die habe ich irgendwo hier in eines dieser 2 Videos drin. Ein Nutzungsvideo und das andere ist das G2-Video. Und wie gesagt, heute ist das G2 erschienen. Falls du sagst, du willst das, was ich in diesem Video hier vorgestellt habe, nicht einfach nur selbst ein bisschen üben, sondern du willst das Ganze wirklich geführt haben mit 3 verschiedenen geführten Meditationen, dann hol einfach das G2. Freue mich dann, dein Feedback zu hören, was du dann davon sagst. Du kannst auch gerne mal die Demo anhören. Und freue mich, dich sehr, 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 sehr zu begleiten auf den bewusstseinserweiternden Weg. Ich mache das jetzt schon einige Jahre und das ist mir immer wieder eine Freude von euch. Vor allem jetzt kriege ich ja täglich so viele Nachrichten auf Instagram, private Nachrichten, vor allem auch in meiner Telegram-Gruppe, wo ihr mich anschreibt privat und Fragen stellt. Das ist mir so eine große Freude, mit euch dazu zu kommunizieren. Dort kann ich einfach viel besser mit Sprachnachrichten antworten. Das geht viel schneller als mit Texten, weil es ist doch verdammt viel Arbeit bei so vielen Kommentaren. Aber ich lese trotzdem alle Kommentare durch und gehe auf alle ein, also so gut es mir möglich ist, zeittechnisch gesehen. Und wenn ich mal nicht dazu komme, dann irgendwann im Nachhinein. Also mir auf jeden Fall eine riesengroße Ehre, dich auf deinem Weg der Bewusstseinserweiterung zu begleiten, schon so viele Jahre und ein Teil deines Lebens geworden zu sein, vor allem auch durch die ganzen Meditationen von Brain With ID bin ich sozusagen auch mit dir irgendwie da und live dabei und führe dich und begleite dich. Das ist mir eine große Freude, diese Arbeit tun zu dürfen. Die meinen letzten Instagram Story gesehen haben, da hieß es auch, boah, ich liebe meine Arbeit so sehr, schau. Ja, da merkt man halt einfach, wenn man das tut, was man liebt, das ist das Beste und Wertvollste, was man überhaupt tun kann. Und dann, das ist auch ich könnte nächsten Sonntag eine Seelenreise teilen, einen Erfahrungsbericht mal wieder machen von einer sehr, sehr krassen, intensiven Seelenreise, die ich gehabt habe, die so intensiv war, dass es mir im wahrsten Sinne des Wortes die Augen verschlagen hat. Die könnte ich mit dir teilen, wenn du Interesse hast, dann teile ich sie dir. Dort ging es sehr, sehr intensiv um das Thema, wie funktioniert das Konstrukt, was ist der Sinn des Lebens, was passiert im Jenseits,
und wie funktioniert das mit dem Seelenplan, was hat das mit den Schablonen auf sich und wie werde ich glücklich. Das ist mir alles dort gezeigt worden und erklärt worden und du sagst, das Video soll ich produzieren, wo ich diesen Erfahrungsbericht dir teile. Schreib es mir jetzt unten bitte in den Kommentaren rein, wenn genug Kommentare drin sind, dann werde ich das Video dann nächste Woche hochladen mit dem Erfahrungsbericht, wo ich darauf eingehe. Und die Essenz von der Erfahrung war einfach, dass du rausfindest, so schnell als möglich, was dir Freude macht. Falls du den Film Soul auf Disney noch nicht gesehen hast, Disney Plus, gibt es den unbedingt ansehen, weil dieser Film Soul zeigt tatsächlich, so blöd wie es klingt, wie es im Jenseits abläuft, dass die Seelen herkommen und nur da sind, um herauszufinden, was ihnen Spaß macht, damit sie sich darin vergnügen können, ihre Frequenz, damit glücklich werden, leuchten, damit aufgehen, eins mit dem Tun werden, mit dem Sein werden und dann andere damit inspirieren und das Jenseits damit erhellen. Also so ähnlich kannst du dir die Erfahrung vorstellen. Ich gehe natürlich dann im Erfahrungsbericht tiefer darauf ein, wenn es gewünscht ist. Ja. In dem Sinne, es ist mir eine riesengroße Freude, weil ich habe das rausgefunden für mich, was mir ultimative Freude bereitet, und zwar solche Videos zu produzieren, Techniken herauszufinden, wie man sein Bewusstsein erweitert, wie man glücklicher wird, wie man ein episches Leben erzeugt und so weiter. Und es gibt einfach nichts Cooleres für mich und ich gehe da jeden Tag dran auf, Frequenzen zu machen, Meditationen zu erstellen. Es gibt natürlich viele, die jammern, hey, wieder verkaufst du was, aber wenn ich das nicht erwähne, dann kann das keiner nutzen und dann hat keiner Freude dabei und ich habe keine Freude dabei, wenn es keiner hört, dann ist ja alles, was ich tue, umsonst. Ne? Und deswegen erwähne ich manchmal meine Produkte, weil es einfach mir eine Freude ist, dass ich es erstellt habe und damit du einfach weißt, es ist da, kannst es gerne nutzen, wenn nicht, dann hör einfach das Video und teste einfach die Technik so. Für mich ist einfach das Ganze, ich mache es einfach aus Freude und aus Liebe und es gibt einfach nichts Cooleres, was man tun könnte, für mich zumindest nicht, Musik zu koppeln mit Meditation, Bewusstseinserweiterung, dann noch Videos zu erstellen und dann noch mit euch, mit der Community persönlich zu interagieren, in den Seminaren euch persönlich kennenzulernen. Also jetzt sehe ich zwar die Kamera, aber ich weiß, es ist nicht nur die Kamera, weil im Seminar habe ich euch ja kennengelernt und ich weiß, ihr seid echt und wir können miteinander reden auf Instagram und überall und so weiter und das ist richtig cool. Es ist einfach ein anderes Leben, ein viel intensiveres Leben. Ich weiß noch, als ich angefangen habe mit YouTube, da war es einfach nur eine Kamera und ich kannte niemanden. Und nach den Seminaren weiß ich, okay, wir sind alle eins, wir kennen uns und es ist nur ein Selbstgespräch. Also in dem Sinne ist mir eine riesengroße Freude und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche am Sonntag wieder. Und schreib mir unten rein unbedingt, was für ein Video du von mir haben möchtest und wenn du deinen Erfahrungsbericht sehen willst, dann schreib es mir rein, wenn genug dabei sind, dann bin ich dran. Ja. Lass mir ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ganz wichtig, unbedingt teste diese Technik, teste sie oder teste das G2 und schreib mir hier unten rein, wie es bei dir geklappt hat. Also, bis bald. Baba, ciao.